Hallo Leute, in der heutigen Folge geht es um den psychopathischen, verdeckten Narzissten. Vorab, ich befasse mich nicht mit einem Vertreter aus dem heilen Spektrum der antisozialen und der narzisstischen Störung, denn dort hätten wir es wirklich mit einem full-fledged Psychopath zu tun. Und das wünsche ich uns allen nicht, dass es zu einer Beziehung mit so einer Entität kommt. Ich spreche über einen verdeckten Narzissten, der auch psychopathische Anteile hat. Das heißt, wissenschaftlich gesprochen, er erfüllt die Kriterien des narzisstischen und des antisozialen Spektrums bis zu einem gewissen Grad. Viele Narzissten haben psychopathische Anteile, sowie Narzissten auch Borderline-Anteile haben. Das liegt einfach daran, dass sie zum Cluster B-Spektrum insgesamt gehören und sie können zeitweise in andere Störungsbereiche rutschen, durch Trigger, durch bestimmte Belastungen, Ausnahmesituationen etc. Oder sie haben eben Komorbiditäten und sind an mindestens 2 Persönlichkeitsstörungen erkrankt, was sogar sehr häufig ist. Heute möchte ich mich mit dem Hybriden aus antisozialer und narzisstischer Störung befassen, denn du siehst sie nicht kommen. Die sind so gut in ihrem Spiel, dass es sehr wichtig ist, diese aufzudecken. Die meisten Narzissten, die psychopathische Anteile haben, sind auf der Betrugsschiene unterwegs. Die Gewalt erfolgt auf psychischer Ebene. Worüber ich heute spreche, das ist keine blanke Theorie. Hier geht es um Erfahrungswerte aus der Praxis und es soll euch als Rüstzeug dienen, damit ihr da ein Update habt und unter diesem Aspekt eure neuen Bekanntschaften wie auch vielleicht eure aktuelle Beziehung betrachten könnt, falls ihr euch fragt, ob es sich bei ihm oder ihr um einen psychopathischen Narzisst oder eine psychopathische Narzisstin handelt. Wenn ich ab jetzt vom psychopathischen Narzissten spreche, meine ich alle Gender. Ich möchte es mir nur beim Sprechen vereinfachen. Der narzisstische Kreislauf, der Ablauf der Beziehung ist mit einem psychopathischen Narzissten ein wenig anders, wenn auch sehr, sehr ähnlich, weil er ja auch Narzisst ist. Die erste Phase bezeichne ich als Verführungsphase. Psychopathische Menschen sind hochgradig charmant, wesentlich charmanter als Narzissten es sind. Es sind verführerische Charaktere. Es sind interessante Charaktere. Die sind einfach eine Portion cool, ja, eine Portion dark. Und dazu kombiniert sich meistens ein Sinn für Humor, der häufig seinesgleichen sucht. Humor wird eingesetzt, um euch zu gewinnen. Der Win-Over läuft über Charme, über Humor und über Verführungskunst. In dieser Verführungsphase wird nicht so gelovebombt wie beim grandiosen Narzissten. Aber du hast schon ein gewisses Lovebombing dabei. Das fällt nur nicht so üppig aus. Es gibt schon Geschenke. Ich würde das ja auch nicht nur als die Verführungsphase bezeichnen, sondern im Englischen wird häufig auch Grooming Phase gesagt. Ja, Seduction Phase, Grooming Phase. In der Grooming Phase wird das Opfer vorbereitet.
wird es sozusagen gepflegt, für die Zwecke des psychopathischen Narzissten herangezogen. Und wie es dieser Mensch, den ich jetzt als Beispiel nehme, sagte, man muss ganz leicht anfangen. Also die kommen wirklich mit einer Leichtigkeit, mit einer Beschwingtheit, da ist keine Schwere drin. Du merkst keine Nötigung, kein Zwang, keine Manipulation. Das ist äußerst angenehm, der Beginn. In dieser Phase kommt es auch zur Idealisierung, weil der psychopathische Narzisst ebenfalls idealisiert werden möchte. Er würde das selber so nennen, er wird von allen Menschen respektiert und er möchte von allen Menschen respektiert werden, wehe nicht. Er genießt einen großen Respekt und dann wird er die Reden halten, wo das überall der Fall ist. Und also er tut sich auf jeden Fall als jemand Besonderes und Überlegenes hervor. Also der psychopathische Narzisst ist zunächst zurückhaltend, jedoch merkst du die Grandiosität, den Grandiositätsanspruch doch sehr schnell. Er ist darin geübt, ein Leben lang geübt, eine Simulation zu erschaffen. Und je mehr Informationen er über dich hat, umso mehr wird die Simulation auf dich zugeschnitten. Du kriegst quasi einen Trailer der Beziehung, einen Teaser, der dich in die Beziehung reinködert. Und es wird dir gefallen, weil das ist das perfekte Copycat-Spiel. Du wirst nicht nur gespiegelt, du wirst kopiert und du bist der Fokus des psychopathischen Narzissten. Er scheint mit dir obsessed zu sein. Da er aber auch ein starkes Autonomiebedürfnis hat, wird das diese obsessive Neigung etwas ausgleichen. Du hast es jetzt nicht in jedem Fall mit einem obsessiven Stalker zu tun, sondern das ist ein Mensch, der dich dazu bringt, diese Beziehung zu wollen. Der dich dazu bringt, ihn zu lieben. Und dazu gehört das Spiegelkabinett, dass du also dich total verstanden fühlst. Der ist ein aufmerksamer Zuhörer, der scannt dich, der studiert dich, der beobachtet dich. Also du hast unwahrscheinlich viel Blickkontakt. Er kann den Blickkontakt immer halten. Das ist auch ein Warnzeichen. Darauf mal Acht geben. Du bist Studienobjekt in der Grooming- und Verführungsphase. Er wird sich perfekt auf dich einstellen. Psychopathische Narzissten sind Shapeshifter par excellence. Er wird, je mehr er von dir erfährt, was du dir wünschst, was du dir erträumst, was du vermisst im Leben, zu dem, was du dir gewünscht hast. Und zwar auf allen Ebenen. Dazu in der nächsten Phase. Die heißt Spielgefährtenphase. Das wird eine ganz unbeschwerte Zeit. Du wirst ähnlich wie in der rein narzisstischen Beziehung in deine Kinderrolle zurückversetzt und er geht nicht in die Erwachsenen- oder Mutterrolle, wie das reine Narzissten machen, tiefenpsychologisch. Er geht ebenfalls in die Kinderrolle. Gleichzeitig. Ja, weil normalerweise ist es so, du stehst in der Kinderrolle einem Narzissten in der Elternrolle gegenüber oder der wird zum Kind und will, dass du ein Mutterersatz bist. Das will jetzt der psychopathische Narzisst erstmal nicht merklich. Der geht mit dir zusammen in die Kinderrolle rein. Und ab da habt ihr diese kindliche Unbeschwertheit miteinander. Da wird draußen rumgerannt. Ständig spontane, impulsive Sachen werden gemacht und unternommen. Es wird unheimlich viel gelacht. Es ist einfach Fun mit einem psychopathischen Narzissten in dieser Zeit. Es ist die perfekte Illusion. Euer Leben fühlt sich so viel besser an. Doch Vorsicht, es ist eine gefährliche Illusion. Denn so geratet ihr tiefer in die Bindung zu diesem Menschen
Und die Verführungs- und Grooming-Phase ist auf dem Next Level. In dieser ausgelassenen Phase verlieben sich die Menschen einfach auch Hals über Kopf. Und es fühlt sich auch auf der freundschaftlichen Ebene so an, als wenn das die Freundin oder der Freund wäre, den du dir schon immer gewünscht hast. Es entsteht so ein Gefühl, und daran merkt man, dass man gespiegelt wird, als würde man den Menschen schon immer kennen. Als wärt ihr schon in der Schule unzertrennlich gewesen. Der psychopathische Narzisst erschafft ein Gefühl, wir gegen die Welt, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, gegen die Strömung, gegen den Wind. Wir sind das absolute Duo. Du weißt noch nicht, mit wem du zusammen bist. Ein Rebell, ein Underdog, Revolutionär, Visionär. Das ist dann die visionäre Phase. Du kriegst auf einmal Zukunftsvisionen erzählt. Das ist Future Faking auf einer neuen Stufe. Er will Projekte anfangen, Start-ups, hat Business-Ideen, wie man aus eigener Kraft das Leben meistert. Da muss man sich nicht mehr auf der Arbeit irgendeinem unmöglichen Chef für 11,50 € die Stunde unterordnen. Der narzisstische Psychopath ist der geborene Selfmade-Man. Frag mal nach, wie viele Arbeitsstellen er schon gekündigt hat oder ihm gekündigt wurde, weil er es nirgendwo lange aushält. Die Neigung zur Langeweile ist sehr, sehr ausgeprägt. Deswegen bist du eben auch nur am Anfang ein faszinierendes Objekt. Je mehr er dich kennt, umso uninteressanter wirst du. Und das bekommst du bald zu spüren. Ich würde also die Abwertungsphase, die als nächstes kommt, eher als Cold Phase bezeichnen. Als Phase nachlassenden Interesses, Rückzug, kalte Schulter, Distanz. Eine Distanzierungsphase folgt jetzt. Du kriegst keine direkten Abwertungen, der wird dich nicht beleidigen, der wird dich nicht beschimpfen. Es gibt auch nicht wie beim Narzissten diese kleinlichen Kritteleien. Im Gegenteil, dieser psychopathische Mensch sagte immer, ach, die Leute, die meckern so viel rum, haben an allem was auszusetzen. Das nervt mich. Die Abwertung erfolgt durch Rückzug. Davor habt ihr euch häufig gesehen, hattet andauernd Spaß, habt immer was Neues gemacht. Seid ausgegangen, seid verreist. Es gab auch immer Themen zum Sprechen. Er hat dich in lange Gespräche verwickelt, um dich tiefer kennenzulernen. Und plötzlich, ohne jeden Grund, fängt er an, sehr beschäftigt zu sein. Ich bin beschäftigt. Und ich nehme an, dass er dann an der Entwicklung anderer Targets dran ist und deswegen keine exklusive Zeit sich mehr für dich nimmt. Wie dieser psychopathische Narzisst später mal gesagt hat, er brauche nur wenige Treffen, um einen Menschen zu kennen. Also, was er kennen nennt. Sein Scan-Ergebnis hat er dann. Das, worauf er achtet, das, worauf er aus ist. Das sind Tests. Und da erfährt er eure Eigenschaften. Ist der Mensch ein Geber? Ist der Mensch ein Nehmer? Hat der Mensch Empathie? Kann man ihn darüber kriegen? Kann der Mensch jemanden leiden sehen oder nicht? Ganz gezielte Fragen. Die Kennenlernphasen gehen Highspeed mit einem psychopathischen Narzissten. Er hält dann aber auch länger durch, euch bei der Stange zu halten, ohne dass er jetzt negativen Supply braucht, indem er euch irgendwie erniedrigt. Das macht sie so schwer erkennbar. Je mehr ein Mensch durch Distanzierung zurückgestoßen wird, je rarer sich der psychopathische Narzisst macht, umso mehr wird Sehnsucht und Anziehungskraft verstärkt. Die meisten Menschen bemühen sich dann nur noch mehr, dem sich Zurückziehenden zu gefallen, rauszufinden, woran es liegt und auch zu dem zu werden, was der Psychopath sich wünscht. Sein gesamtes Programm ist dazu gemacht, ein Ziel zu erreichen.
Ein Narzisst will nur Supply. Ein psychopathischer Narzisst hat ein ganz konkretes Ziel. Etwas, was er aus dieser Beziehung herausholen will, was er aus dir herausholen will. Das dreht sich um Geld, um Möglichkeiten, die er ohne dich nicht hätte, um Einfluss, Zugang zu etwas. Was ein Psychopath vor allen Dingen will, sind Benefits, Gewinne und Vorteile. Natürlich auch, dass du ihm die Langeweile vertreibst, Kicks, die er jagt, Sex und Services. Können wir mal mit deinem Auto da und dahin fahren. In der Zeit eurer Beziehung wird dann kommen, dass er eine neue Sache startet. Und er wird begeisterte Reden halten und dich versuchen dafür zu gewinnen, dass du in seine Ziele investierst, sei es mit deiner Zeit, mit deinem Know-how, mit deinem Einfallsreichtum, deinen Fähigkeiten, deinen Kontakten. Psychopathische Narzissten achten auch sehr darauf, ob du ein guter Problemlöser bist. Ja, all die lästigen Sachen, die behördlichen Sachen werden gerne an den Partner delegiert, abgewälzt. Und er stellt ein externes Ziel auf, das ihr als Paar erreichen sollt. Mit diesem zielorientierten des psychopathischen Narzissten könnt ihr ihn am einfachsten von einem einfachen Narzissten unterscheiden. Und dass das häufig parallel zur Gesellschaft, parallel zu normalen Arbeitsverhältnissen stattfindet. In dieser Phase glaubt ein psychopathischer Narzisst, alles zu können. Er redet von grenzenlosem Erfolg. Nichts ist unmöglich. Alles geht. Und du merkst, er hat den Sinn für Realität verloren. Er hat einfach zu diesem Realitätssinn kaum noch Kontakt. Aber psychopathische Narzissten haben mehr Zugang zur Realität, als es reine Narzissten haben. Dennoch hebt er ab. Psychopathische Narzissten glauben, dass ihre Ideen und Vorstellungen sich materialisieren werden. Da seht ihr dann eine Form von Magic Thinking. Er braucht es nur denken. Dann wird es Wirklichkeit werden, wenn man sich da nur anstrengt. Und du sollst dich gefälligst dort am meisten anstrengen. Er wird da pushen. Dinge realisieren sich eben nicht durch Motivationsreden. Da merkt man, dass solche Menschen führerische Redner sind. Die würden Massen mobilisieren, wenn man sie vor die Leute stellt und ihnen diese Position geben würde. Sie könnten wirklich eine Sekte anführen. Und so ist die Beziehung mit der Zeit auch. Es ist eine One-Man-Show und du bist da Sektenmitglied in seiner Ein-Personen-Sekte. Internet ist Tummelplatz für solche Menschen. Also die Datingpools sind Spielplatz für sie. Ich würde persönlich kein Online-Dating machen. Da ist der Prozentsatz von Narzissten und psychopathischen Narzissten ziemlich hoch. Borderliner, Histrioniker. Also Menschen, die Beziehungen schlecht halten können, die immer wieder nach neuem Material suchen und eigentlich gar nicht zu Nähe und Liebe fähig sind. Es gibt natürlich auch gute Menschen im Online-Dating, aber die rauszusieben und den anderen nicht zu begegnen, dürfte nicht möglich sein. Für die Distanzierungsphase des psychopathischen verdeckten Narzissten gibt es kein Entkommen für dich, keine Lösung. Egal was du tust, es läuft schlecht für dich. Partner, die dann versuchen, ihrerseits Nähe herzustellen und die Sache zur Sprache zu bringen, werden häufig ad hoc verlassen. Der Partner wird dann als zu anhänglich, zu bedürftig dargestellt. Der psychopathische Narzisst fühlt sich in seiner Freizeit, in seiner Autonomie, in seiner Freiheit eingeschränkt. Das dulden die nicht. Die gehen dann völlig empathielos aus der Beziehung. Distanziert sich der Partner selber,
wird das der psychopathische Narzisst als ablehnende Haltung, als Zurückweisung übel nehmen. Der psychopathische Narzisst wird die Distanzierung des Partners später als Aufhänger fürs Blame-Shifting verwenden und wird sagen, der Partner habe sich ja distanziert, er wäre ja die ganze Zeit für ihn da gewesen, was also absolut nicht der Wahrheit entspricht. Hier sieht man schon ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal. Der soziale Rückzug, der Rückzug aus Beziehungen ist ganz typisch für psychopathische Narzissten. Sowie Merkmal Nummer 2, die kalte, die kognitive Empathie. Es fehlt ihm komplett an emotionaler Empathie. Er will und kann sich gar nicht in deine Lage hineinversetzen. Merkmal Nummer 3 ist, dass er völlig rücksichtslos zu seinem eigenen Vorteil handelt und es ihn nicht interessiert, welche negativen Folgen das für andere Menschen, ja, für seinen Partner hat. Merkmal Nummer 4 ist ebenfalls zu sehen, die Manipulation, um zu beeinflussen, um Kontrolle auszuüben und um zu täuschen. Merkmal Nummer 4 ist dann die Überlegenheit, die Grandiosität, die gezeigt wird, und Merkmal Nummer 5, die Verantwortungslosigkeit und die Verweigerung der Übernahme von Verantwortung. Es gibt keine Schuld, keine Reuegefühle. Dann wäre das nächste Merkmal eben die Gefühllosigkeit, die Aggression, das mangelnde Interesse an den Gefühlen, Bedürfnissen und Problemen anderer. Auch die seines Partners spielen keine Rolle, während er Mitgefühl und Handlungsbereitschaft bei seinen eigenen Problemen erwartet. Der psychopathische Narzisst hat damals zu mir gesagt, ja, er brauche einen Partner, der seine Probleme, seine Sorgen und Nöte wie seine eigenen empfindet. Hier auch die Aufhebung der Grenzen und der Übernahme der Angelegenheiten des Psychopathen. Das wird einfach erwartet, das gehört in seinen Augen dazu. Nächstes Persönlichkeitsmerkmal ist die Hinterlistigkeit, die Unaufrichtigkeit, der Betrug und ein falsches Darstellen der eigenen Person und der eigenen Lebensgeschichte. Ja, hier kommt auch nochmal ganz groß das Pity Play mit hinein, besonders dann, wenn er die emotionale Empathie beim Partner eruiert hat. Die antagonistische Persönlichkeit ist das nächste Merkmal. Es gibt häufige Wutausbrüche. Nächste Eigenschaft ist die Impulsivität und die Risikobereitschaft, das spontane Handeln, die hohe Reaktivität auf Reize. Da wird nicht nachgedacht, da wird erst gehandelt, dann gedacht. Es gibt da richtige Hauruck-Aktionen ohne Plan, das habe ich live erlebt. Es fehlt auch die Fähigkeit zur Planung, das wird aber auch wieder als Stärke dargestellt. Also andere Menschen müssen ja planen, er hat das alles in seinem Kopf. Nächstes Merkmal ist das Gaslighting, apropos im Kopf. Wenn du auf Dinge hinweist, wenn du drauf kommst, dass da noch andere Beziehungen eine Rolle spielen, dass er Multiple Relationships hat, eventuell auch Doppelleben, mehrere Doppelleben sogar. Wenn du das also thematisierst, dann kommt, das ist alles nur in deinem Kopf. Ja, das findet alles gar nicht wirklich statt, obwohl er neben dir sitzt und an viele, viele andere potenzielle Quellen, die ihm zu seiner Zielerreichung dienen, aber eben auch Supply liefern, Herzchen verschickt. Du siehst es im Augenwinkel, das ist dem scheißegal, im Gegenteil, der genießt es noch, wenn du das bemerkst und darunter leidest. Weiteres Merkmal ist der Mangel an Respekt und das Missachten und Nicht-Erfüllen finanzieller Verpflichtungen, das Brechen von Absprachen und Versprechen, komplett außer Kraft gesetzt. Häufig liegt eine Verschuldung vor, die mit in die Beziehung gebracht wird, oder der Partner wird dahin manipuliert, sich für den Psychopathen zu verschulden. Er verlagert gern seine finanziellen Verpflichtungen auf den Partner, da wird mal Strom und Telefon abgestellt, da wird sich völlig verspekuliert und der Partner wird hierbei verheizt und den seine
Möglichkeiten und Ressourcen. Ein weiteres Merkmal des psychopathischen Narzissten ist sein Spott und Hohn. Mein unbekannterweise psychopathisch-narzisstischer Partner hat dann mal zu mir gesagt, lachend, so ein teuflisches, diabolisches Lachen. Ja, ich weiß, du kannst mich nicht leiden sehen. Nächsten Punkt, die Ausbeutung seiner Beziehungen. Die Quellen werden wie eine Ölquelle quasi exhausted. Wenn da nichts mehr zu holen ist, wird das einfach ausgetauscht, dann zieht er weiter. Das kündigt er auch an. Er sagt, also wenn du mich hier challengest oder wenn ich merke, dass ich mit dir nichts erreiche, dann ziehe ich weiter. Das wird aber dann natürlich erst in den fortgeschrittenen Beziehungsphasen vom Stapel gelassen. Wenn du schon nicht mehr gehen kannst, wenn du schon im Investment-Bonding bist und es große Verluste bedeutet für dich zu gehen, emotional, psychisch, finanziell, existenzielle Falle. Mangel an Angst und Furcht, also selbst angesichts eines drohenden Verkehrsunfalls bleibt der eiskalt und ruhig, während sein Beifahrer bereits 1000 Tode stirbt. Das allerletzte Merkmal ist, lerne nicht dazu. Lernt nicht aus Erfahrung, lernt nicht durch Strafe, jedenfalls nicht hinsichtlich der Aktion, die er vorhat. Er lernt nur besser zu manipulieren, wenn er jetzt merkt, dass etwas nicht funktioniert. Wenn der Partner dann sagt, ich habe dich durchschaut, da ist nichts mehr in deiner Trickkiste, was mich beeindrucken kann, ich gehe, dann kommt ganz schnell auch wieder die Mitleidsmasche, den Partner für das eigene Wohl verantwortlich machen, das können die gut. Dann kommt, du lässt mich auf dem Weg zurück. Wie kannst du nur? Ja? Und das fühlt sich wie beim narzisstischen Thema, weil wir es ja hier mit einem Hybriden zu tun haben, aus Narzissmus und antisozialer Störung, dann wirst du dich fühlen, als würdest du dein eigenes Kind verlassen. Also es wäre so schlimm, als würdest du ein Kind verlassen, weil du ja längst in einer dualen Mutterschaft bist, längst verantwortlich gemacht worden bist für das Wohl des Psychopathen, der kann ja nicht ohne dich leben und die Dinge gelingen auch nicht ohne dich. Der hat auch sogar mal gesagt, du bist ein Teil von mir, ja, wie mein Arm. Und wenn du jetzt gehst, ja, wie kann es jetzt sein, dass der Arm sich verselbstständigt, dass der jetzt Autonomie beansprucht, ja? Und da gibt es also einen Aufschrei, als wenn du ihn verstümmelst und als wenn du ihn schwer traumatisierst, was absolut nicht der Fall ist. Du bist nur die Ausbeutungsquelle. Der Sex mit einem narzisstischen Psychopathen ist tatsächlich was sehr Technisches, das merkst du zunächst nicht. Eine Partnerin hat ihren mal gefragt, wie schaffst du das eigentlich, mich so glücklich zu machen? Ja, das fühlt sich an, als ob ich ein Musikinstrument bin und du jede kleine Schwingung spürst und auf mich eingehst. Das ist wunderbar. Und dann war die kalte Antwort, tja, das ist alles nur Technik. Ja, das ist nichts speziell für dich, das ist Technik, das kann ich bei jeder Frau anwenden. Ich hatte schon oft in meinem Leben tollen Sex. Das wird komplett entromantisiert. Das ist nichts Besonderes, das hat gar nichts mit dir zu tun, das hat auch nichts mit Liebe zu tun oder damit, dass er dich so fühlen, so spüren kann. Ja, das ist alles nur Technik. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist mit einem Roboter zusammen. Und das ist für mich die zentrale Eigenschaft von einem psychopathischen Narzissten. Das ist eine KI. Ja. Das ist eine künstliche Intelligenz, mit der du das da zu tun hast. Und das ist awkward, hoch 10. Merkst du aber nicht gleich, weil der sich, wie gesagt, so gut auf dich adaptiert. Das ist Mimikry. Ja. Du wirst ausgelesen, er shapeshiftet und ist der, den du dir wünschst. Dein Traumpartner. Und das böse Erwachen kommt später. Da bist du dann schon um einige Summen erleichtert. Und aus dieser Beziehung kommt man nicht ohne Trauma. Ja, es kann heftig, schlagartig, kann der Narzisst, der psychopathische Narzisst,
beschließen, seine Demo-Version, in der du mit ihm lebst, zu beenden. Das ist wie ein Sprung vom 10-Meter-Brett in ein Becken ohne Wasser. Ja, harter Beton, harter Aufschlag von ganz oben. Und dann kommt mal ganz schnell, ja, du glaubst doch wohl nicht, dass ich mich an irgendeine Vereinbarung halte, dass du irgendwie nur 1 Euro zurückbekommst. Das war alles für meine Tasche. Und jetzt ist Survival Time. Was willst du eigentlich? Und da steht er vor dir und wackelt mit dem Kopf wie so ein Wackeldackel oder wie so ein diabolische Fratze. Und du kriegst es mit der Angst zu tun mitten in der Nacht. Ja, das ist nicht mehr lustig. Und da ist es eben auch vorbei mit dem Traumpartner. Dann siehst du das wahre Gesicht und das ist einfach nur mal ein fieses Grinsen. Ja, sein Herz ist eine ganz miese Gegend. Und wenn das nicht mehr nach seinem Wunsch geht und wenn ihm da nicht mehr die gebratenen Tauben in den Mund fliegen und du dich dort zu Wort meldest, dann hast du es mit Wutausbruch, mit Schweigebehandlung, mit Drohen des Beenden der Beziehung, ja, bis hin, dass dir derjenige droht, jetzt ist Survival Time. Was machst du jetzt? Ja, wag dich mal noch einen Schritt. Dann bangst du um dein Leben. So weit kann es gehen mit einem psychopathischen Narzissten und ich wünsche dir, dass du das auf jeden Fall erkennst, solltest du mit so jemandem zu tun haben, bevor Lucifer kreischt Survival Time und herumtanzt. Ja, halt die Augen offen und wenn etwas zu identisch ist, zu kompatibel, was dieses Gefühl der Seelenverwandtschaft, der Twin Flames erzeugt, übrigens absoluter Humbug, wurde von Narzissten erfunden, ja, Narrativ für verträumte Menschen. So etwas wie Seelenverwandtschaft, Twin Flames gibt es nicht. Twin Flame ist die Red Flag per se für das Mirroring und für die Copycat-Methode der psychopathischen Narzissten. Ja? Also das ist ein Kult, wenn du diesen Twin Flame-Effekt hast, diesen Seelenverwandten-Effekt, raus da. Das geht ja bis hin in den spirituellen Missbrauch. Ja? Große Warnung hier an der Stelle, auch für Coaches, die zu Twin-Flame-Beziehungen beraten. Da bereichern sich Menschen an euren Wunschträumen, an Illusionen. Ja, ganz gefährlich, wenn jemand dir so ähnlich ist. Es gibt so viele Milliarden Menschen auf dieser Erde. Es gibt nicht den einen Seelenpartner für dich. Ja, es gibt so viele Menschen, mit denen wir interessante Übereinstimmungen und Synchronitäten haben. Fühlt es sich zu synchron an. Narzisstische, schlimmstenfalls psychopathisch-narzisstische Beziehung. Das sind Vibes. Das kennst du nicht von einer normalen Beziehung. Du denkst wirklich, das ist jetzt der Jackpot. Du hast jetzt den synchronsten, kompatibelsten Partner mit einer unglaublichen Resonanz. Das ist ein Glückseligkeitsgefühl, ja. Du fühlst dich ja wie in einem Ozean aus Glück. Ganz große Gefahr an der Stelle. Und da zu gehen, ist natürlich verdammt schwer, wo das so schön ist. Ja, aber diese starke Resonanz, diese übertriebene, unglaubliche Intensität, ja, dieses bis in die Seelische hinein, ist emotionaler Missbrauch, ist körperlicher Missbrauch und ist spiritueller Missbrauch. Dieser Narzisst, Psychopath, sagte mal zu mir, nicht nur, dass ich ein Arm bin, ein Teil von ihm, sondern er wisse gar nicht, wie hat er gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich aufhöre und du anfängst und du beginnst. Ja, ist eine völlige Aufhebung von Grenzen. Daher dieses Ozeanische, dieses total Verbundene. Es gibt keine Grenzen mehr. Du löst dich förmlich auf. Du weißt am Ende weder, wo oben noch unten ist, noch wer du bist. Ganz, ganz gefährlich. Du wirst subsumiert, du wirst okkupiert. Das ist ein Befall, das ist ein Hijacking. Du wirst A, in seine Welt entführt,
in diese Demo-Version, in diese Parallelwelt. Das ist schon mal gefährlich, weil du isoliert wirst von deinen Lieben, von deinen Kindern, von deinen Freunden, von deiner Familie, von wem auch immer, von deinem eigentlichen Leben. Du wirst dazu gebracht, dich nur auf ihn zu fokussieren, nur für ihn zu leben. Und du musst verdammt nochmal kämpfen, aus dieser illusionären Welt wieder rauszukommen. Das ist ein Kokon, in dem du eingeschlossen bist, die der psychopathische Narzisst aber jederzeit verlassen kann. Nur du bist da drin eingesperrt. Das ist für dich gemacht. Dein goldener Käfig, deine kleine Idylle, aus der du nicht mehr rauskommst. Und was keine Idylle bleibt, das wird ein Albtraum. Und es braucht Monate, zurückzufinden zu seinen Lieben. Und die wissen nicht, was dir angetan wird. Und warum das so ist. Das heißt, du hast eventuell noch deine normalen Leute gegen dich, weil die gar nicht verstehen können, wie du drauf bist. Ja? Diese Verwirrung, dieser Nebel, dieses gar nicht mehr für die anderen gedanklich, kräftemäßig und emotional verfügbar sein. Du wirst erschöpft auf allen Leveln. Ja? In solchen Beziehungen endest du exhausted on all levels und dann wirst du entsorgt, weil das ja dem psychopathischen Narzissten nichts mehr bringt, wenn du nur noch ein Schatten deiner selbst bist. Ja, obwohl er deine Identität erodiert, nämlich er klaut dir auch was von deiner Identität, indem er dich ständig mimt und kopiert. Der doppelte Lottchen-Effekt mit psychopathischen Narzissten. Andererseits stülpt er dir auch über, wie du zu sein hast und du kriegst noch Double Binds und er sagt dann, ja, veränder dich bloß nicht für mich. Wenn du dich für mich veränderst, dann mag ich dich nicht mehr, denn ich liebe dich ja bedingungslos, so wie du bist. Hier wird dir bedingungslose Liebe verkauft. Liebe, so wie du bist und gleichzeitig wird dir gedroht, wenn du dich veränderst, dann würde er dich nicht mehr lieben, obwohl er dich auf der anderen Seite dazu zwingen will, ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Er stülpt dir also ein Idealbild ja von dir über, dem du entsprechen sollst. Also du hast gar keine Chance, du selbst zu bleiben und wirst bedroht, dann verlassen zu werden. Ja? Erfüllst du aber nicht das vorgegebene Bild, die vorgegebenen Rollen, die du für ihn zu spielen hast, dann verlässt er dich auch. Das heißt, es ist ein Worst-Case-Szenario, du kannst, egal was du tust, nur verlieren. Bleibst du selbst, verlierst du, veränderst du dich für ihn, verlierst du. Und bleibst du dir treu, wird dir das Herz gebrochen, veränderst du dich für ihn, gibst du deine Identität auf und verlierst ihn on top. Es ist also einfach wirklich unerbittlich, die ganze Sache. Daran sieht man, wie gnadenlos es am Ende wird, was so idyllisch, so glückselig begonnen hat, wo sich alles so gleich und so in Harmonie und Resonanz angefühlt hat. Ja, du warst ja immer nur in Schwingung, immer nur in Euphorie versetzt. Da hast du nämlich deinen nächsten Dopaminschub gekriegt. Das Belohnungssystem wird angeheizt, weil immer wenn du in der Richtung im Sinne des Psychopathen handelst, wirst du belohnt. Na? Später kriegst du ordentliche Dosis Liebesentzug, Wutausbrüche, die dich mikrotraumatisieren mindestens. Viele gehen komplex traumatisiert aus solchen Beziehungen heraus. Die Emotionalisierung, die Erschöpfung, die du dort erlebst, sind noch mal stärker als beim einfachen Narzissten. Diese starke Manipulation, dass du quasi fast bereit bist, dich aufzuopfern für diese Person, weil dir immer wieder Notsituationen, also richtige Emergency Situations werden dir am laufenden Meter gebracht und du versuchst wie die Feuerwehr die zu lösen, angeblich gemeinsam mit deinem Teampartner, aber der ist gar kein guter Teamplayer, der spielt nur für sich selbst, aber lässt dich für sich kämpfen. Er ist aber kein Kämpfer an deiner Seite, aber das merkst du erst, dass du alleine kämpfst, wenn du erschöpft bist, wenn du am Untergehen bist und wenn du merkst, du kannst dich auf ihn nicht verlassen, er ist nicht für dich da. Er hält in ganz entscheidenden Situationen nicht zu dir. Auch immer grotesker die Manipulation, da gibt er sich erst sehr viel Mühe, später gibt er sich dann kaum noch Mühe, weil er einfach denkt, es läuft, du bist ihm verfallen, du kannst nicht mehr weggehen, aber da überschätzen sie sich gewaltig und Hochmut kommt vor dem Fall. Als mein psychopathischer Narzisst zu mir ganz höhnisch sagte, er wolle jetzt das aktuellste iPhone Pro Max. By the way, er hatte kein Arbeitsverhältnis, nichts auf dem Konto, er war nicht kreditwürdig und gar nichts dergleichen. Alles wurde natürlich immer so begründet, dass es nicht seine Schuld ist.
immer Notlagen, er auch immer der Held der Geschichte. Und da habe ich dann gesagt, ja, wovon denn? Von welchem Geld denn? Na, das machst du schon. Ja, das machst du schon für mich. Und da habe ich dann mal so ganz ruhig gefragt, sag mal, wann bist denn du eigentlich mal zufrieden? Ja, wenn dieses Baby auf meinem Kissen liegt. Als sei das eine Geliebte oder ein geliebtes Kind, je nachdem, wie du jetzt Baby auslegst. Also es wird vermenschlicht. Und wir Menschen werden objektiviert, wir werden instrumentalisiert, wir werden zu Objekten gemacht, wir sind Gegenstände, ja, wir sind Geräte. Wir sind Geräte für so einen psychopathischen Narzissten. Ja? Das gibt einige Self-Aware, die das auch ganz offen sagen. Menschen sind nur Gerätschaften für mich. Und wenn dieser Coca-Cola-Automat nichts mehr rauswirft, dann trete ich dagegen, denkst du, ich stecke da einen Coin rein? Nö, ich stecke da kein Geld rein, ich investiere doch nicht. Ich trete und dann hat der Coca-Cola-Automat zu funktionieren und mir dann eine ordentliche Ladung auszuspucken. Und wenn das Gerät für mich nicht mehr geht, dann tausche ich es aus. Defekte Haushaltsgeräte ersetzt man. Und genauso unmenschlich geht er mit seinen Beziehungen um. Solange es irgendwie noch was bringt, bleibt so einer. Der kann auch ganz, ganz lange die positive Phase aufrechterhalten, ohne ersichtliche Abwertung, eine kleine Distanzierung, mehr gab es da nicht. Aber er kann jederzeit die Fake-Beziehung, die ganze Fantasiewelt, die er errichtet hat, in der er dich hin entführt hat. Du solltest Wunscherfüller sein. Unendlich, das ist ein Fass ohne Boden. Er kann jederzeit Klick machen und diese Simulation auf dem Holodeck des Raumschiffes des psychopathischen Narzissten ist vorbei. Er ist der Kapitän von seinem Schiff und du wirst rausgekickt in den Orbit. Ist egal, ob du da draußen Luft zum Atmen hast, für dich eine Welt zusammenbricht, du quasi nicht nur dich selbst, sondern eigentlich die Welt verloren hast. Das ist vollkommen gleichgültig. Du wirst von der Welt gestoßen, also wie von einem Planeten gestoßen oder aus einem Raumschiff rausgestoßen. So bodenlos fühlt sich dieses Nichts an, wenn schlagartig er aus dem Kontakt geht. Das habe ich einmal erlebt. Beim viele Jahre später erfolgten Hoovering war ich dann kenntnismäßig schon weiter, habe ihn in dieser Zeit erkannt, durchleuchtet, geprofilt, weil das auch mein Job ist inzwischen. Und ich bin gegangen und wenn ein solcher Mensch die Kontrolle verliert, passiert es auch, dass er dir nachläuft. Du sagst, du kannst ja jetzt nicht gehen, kommt gar nicht damit klar, die Kontrolle über dich zu verlieren. Und dann empfehle ich immer den non-konfrontativen Ausstieg. Verabschiedet euch in einer gemeinsamen Unternehmung. Ganz normal, als wenn ihr euch nächste Woche seht oder morgen seht. Je nachdem, wie die Frequenz in eurer Beziehung ist. Und dann regelt deine Angelegenheiten und geh no contact unangekündigt. Denn ihr wisst nicht, wozu ein solcher Mensch fähig ist, wenn er die Kontrolle über euch vollständig verliert. Das kann ein Trigger nicht nur für Wutausbrüche sein, sondern auch für aggressive Übergriffe, denn erinnert euch, es gibt keine Grenzen zwischen euch. Du bist er, du bist ein Teil von ihm, du hast gar kein Selbstbestimmungsrecht. Solltest du es einfordern, kann es prekär werden. Bleibt weg vom Online-Dating, lernt echte Menschen kennen, die wirklich ähnliche Interessengebiete hat wie ihr und euch das nicht nur vormacht. Guckt euch über längere Zeit einen Menschen an, beschleunigt nichts, lasst nichts pushen, vorantreiben und achtet auch drauf, sollte jemand versuchen, verfrühtes Vertrauen herzustellen, euer Vertrauen sozusagen zu gewinnen und zu klauen, indem er sich euch zugleich macht. Ja, euch zu sehr anpasst in den Farben eurer Persönlichkeit. Diese Anpassung ist gefährlich wegen des verfrühten Vertrauens.
selbstbildenden Effekts, aber auch, weil euch selbst Persönlichkeitsmerkmale an der Stelle gestohlen werden. Ich meine, ihr behaltet die kann euch keiner richtig wegnehmen, aber er eignet sie sich an und baut sie in sein Konstrukt mit eines Konstruktes, ein falsches Selbst, die Falschdarstellung seiner Person, und er wird sich immer Eigenschaften zusammenklauen und in sein falsches Selbst mit einbauen, um dann wieder bei anderen Menschen gut anzukommen. Insofern werden deine Charaktereigenschaften mitgetargetet und kopiert. Sex, Services, Sicherheit. Dazu kommen noch Vorteile, Gewinne, Zielerreichung. Das will der psychopathische Narzisst noch dazu. Und er will Charaktereigenschaften, die er kopieren kann, die ihn wieder voranbringen bei anderen Menschen. Hier werden eure Qualitäten ausgelesen. So, das war die Folge über psychopathische Narzissten. Ich hoffe, es hat euch in vielerlei Hinsicht Aufschluss gegeben. Ich wünsche euch, dass ihr so Menschen nie begegnet. Und falls doch, dass ihr jetzt die Infos habt, um euch zu befreien. Es ist nicht echt. Diese große Resonanz ist nicht echt. Vergesst das Seelenverwandtenkonzept. Das prädestiniert euch als Ziel für Narzissten und Psychopathen. Die lieben das, wenn wir an sowas glauben. Ja, macht da den Reality-Check und tut das aus euren Beziehungsblueprint raus. Ich wünsche euch alles Gute. Das war Kathis Podcast zu psychopathischen Narzissten. Und niemals vergessen, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Du darfst dich an erste Stelle setzen. Werde deine eigene Priorität, denn Selbstlosigkeit wird ausgebeutet von Menschen im Cluster B-Bereich. Legt für euch bewusst fest, was ihr bereit seid für andere Menschen zu tun und was nicht. Und bleibt dabei. Stick to your gun.